Seht ihr das hier? Das sind Spannungsrisse im Baum. Die entstehen durch die Temperaturen beim Frost und die tun dem Baum natürlich überhaupt nicht gut. Und was man da dagegen machen kann, zeige ich euch. Und mit dabei ist Christian. Christian kennt ihr ja schon. Wusstet ihr eigentlich, dass er mittlerweile auch einen eigenen YouTube-Kanal hat? Hier seht ihr den Namen und ich verlinke ihn natürlich auch unter diesem Video. Wie viele Videos hast du schon? 5, 6 Videos. 5, 6 schon, gut. Am Samstag kommt das nächste. Also lohnt sich, schaut rein. Und wir fahren jetzt außerdem was ganz Besonderes holen. Eine ganz besondere Zutat, seht ihr gleich. Ist Strom drauf? Oben drüber oder unten drunter? Die sichere Variante. Ah, da haben wir schon das, was wir hier begehren. Ah. Ja, buongiorno. Vielen Dank. Ja, und mit Hörnern. Kühe mit Hörner. Rinder haben Hörner, gell? Ja, das braucht man. Ja, super. Super, ja. Ui. Vielen Dank. Und Zutat Nummer 2. Und Zutat Nummer 2 ist das hier, Lehm. Zutat Nummer 3 ist hier drin. Normales Steinmehl. Kuhmist, Lehm, Gesteinsmehl. Hat eh jeder Gärtner. Das Ganze mische ich einfach ein bisschen in der Mörtelwanne oder hier so eine Kunststoffwanne durch. Und damit sich das Ganze gut streichen lässt später, kommt ein bisschen Wasser mit dazu. Und rein mit dir. Nein. Darf ein bisschen mehr Wasser, oder? Man muss ja anstreichen können. Ah, wird aber schön. Und dann kann man die Bäume einstreichen mit so einem ganz normalen Malerwaschel. Und ich muss auch sagen, es stinkt nicht. Man muss da keine Angst haben, dass das irgendwie jetzt total nach Kacke stinken würde. Oder, Christian, was meinst du? Überhaupt nicht. Und die Bäume damit dick einstreichen. Ich habe dazu schon mal einen Film gemacht, ist allerdings schon wieder 5 Jahre her. Und meine Bäume, die lechzen danach. Normalerweise sollte man es jedes Jahr erneuern. Und genau diese Frostrisse hier, die gibt es dann hoffentlich nicht. Denn das ist einfach nur ein toller Schutz hier für den Baum. Dick einschmieren damit. Es darf eine richtig schöne Schicht bilden. Deswegen ist die Konsistenz ganz wichtig. Soll nicht zu flüssig sein, aber auch nicht zu fest. Ungefähr so wie ein Schokopudding halt. Und wie beim Malen auch ruhig quer und längs, damit der Lehm in jede Fuge reinkommt. Oh. Wisst ihr, was ich gerade höre, wie der Baum mir sagt, oh, vielen Dank für den Schutz. Denn die mögen das wirklich sehr gerne. Profis machen sowas nicht, die machen das mit einem Weißanstrich. Aber es sieht halt dann nicht mehr so schön aus. Weiße Baumstiele dann hier zu haben, hier dieses Braun, ist ziemlich unauffällig. Aber trotzdem Weißanstrich auch gut, Hauptsache es schützt. Und auch mein Birnbaum hier, köstliche von Charneux. Aber schmecken dann die ganzen Früchte nicht nach Kuhscheiße? Nein, die Früchte nehmen das nicht auf, nur die Rinde.
Was auch gut dabei ist, das ist nicht nur ein Frostschutz für den Baum, sondern auch gegen Schadinsekten, die hier vielleicht in den Ritzen überwintern könnten. Schaut mal, was für Wunden so ein Baum hier haben kann. Das ist bei mir jetzt hier vom Hagel. Wenn man da diesen Schutz drüber macht, einfach gut für den Baum. Und das Gleiche machen wir auch noch auf der Streuobstwiese. Hier pinseln wir die Bäume auch ein. Einfach ein guter Schutz vor dem Frost. Luzi ist natürlich immer mit dabei. Die Wolken ziehen. Richtig schön. Und jetzt, meine Lieben, wird's persönlich. Denn 7 Jahre lang hat er seine Chance gehabt. Also Karma hat voll zugeschlagen. Die Kettensäge springt nicht an. Hat der Baum jetzt Glück gehabt? Nein, wir machen es von Hand. Sehr schön. Kirschbaum, du hattest deine Chance. So viele Jahre nicht getragen, gar nichts. Blätter abgeworfen, schwarze Kirschen, irgendein großes Problem. Und Kupfer will ich hier nicht spritzen. Deswegen kommt der jetzt weg und was anderes hin. Schweißtreibende Arbeit hier. Und die Äste kommen bei mir wie immer auf meinen großen Komposthaufen, der über Jahre verrotten darf. Ja, ist immer traurig. Jetzt ist er weg. Das gibt hier einen schönen Stamm, den werde ich mir aufsägen, wahrscheinlich auf der Bandsäge. Und man sieht, was für ein wunderschönes Holz innen. Eigentlich super schade drum, aber es hilft nichts, wenn er nichts trägt. Hier kommt dafür was anderes hin. Oder an irgendeine andere Stelle. Auf jeden Fall wird für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt. Mindestens einer. Christian ist schon wieder weg. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und schaut doch mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Er freut sich auf jeden Fall über neue Abonnenten und bei mir geht's jetzt weiter mit der tollen Knolle. Es ist jedes Jahr wieder das Gleiche. Knoblauch ernten, Knoblauch genießen, Knoblauch jetzt im Oktober wieder in die Erde stecken und dann wieder frischen Knoblauch haben. Es ist einfach richtig klasse und es macht mir jedes Mal wieder total viel Spaß. Trotzdem kaufe ich mir ab und zu wieder frischen Knoblauch. Einfach nur, um andere Sorten auszuprobieren. Und ab und zu muss man auch erneuern, denn Pflanzknoblauch ist tatsächlich was anderes wie der selbst geerntete. Und der kann mit der Zeit müde werden, während der gezüchtete dann doch extra fürs Pflanzen gemacht wurde. Und frei von Krankheiten ist ganz wichtig. Neu ist bei mir die Sorte Lubascha, die stammt aus der Ukraine. Richtig schöne, dicke Knollen sollen das dann werden. Die Zehen hier, also der Pflanzknoblauch, der ist schon schön groß, ja, mal zum Vergleichen. So. Der kommt bei mir in die Erde, neben dem Morado, den ich auch total gerne mag. Der kommt bei mir jedes Jahr wieder rein. Endlich kann mein Kohl mal richtig zur Geltung kommen, ohne dieses Schutznetz hier. Das ist aber wirklich nötig. Ansonsten hätte ich hier überall Fraßschäden vom Kohlweißling bzw. von deren Raupen. So habe ich jetzt nur ein bisschen weiße Fliegen. Das ist aber nicht so schlimm. Die sind winzig klein. Man sieht sie auffliegen hier an der Blattunterseite. Da sind sie leider recht viele dieses Jahr. Winzig klein. Ich mache mal meinen Finger daneben. Da. Und zack, weggeflogen. Und denkt dran, euren Knoblauch jedes Jahr woanders hinzupflanzen. Frühestens alle 4 Jahre wieder an den gleichen Platz. Das beugt einfach Krankheiten vor. Der Boden wird nicht müde, einseitig ausgelaugt. Das macht er sowieso mit allen Pflanzen, bis auf vielleicht ja, im Gewächshaus Paprika und Tomate. Da geht es nicht anders. Da packe ich aber jedes Jahr viel frischen Kompost und so dazu. Und mache noch Zwischenfrucht, dass einfach der Boden frisch und gesund bleibt. Meinen Knoblauch, den packe ich jetzt, also für nächstes Jahr hierhin. Im Oktober pflanzen jetzt. Dort, wo meine Kürbisse waren,
Kürbisernte außerdem ziemlich schlecht dieses Jahr. Ich glaube, es war einfach zu lange zu trocken und dann nass und kalt. Hat halt einfach nicht gewollt. Den ernten wir jetzt zuerst mal ab. Ich glaube ja fast, dass mir dieses Jahr eine Kiste hier genügt, denn viele werden es nicht werden. Und klein sind sie, aber trotzdem schön. Wie erkennt ihr, dass so ein Kürbis reif ist? Ganz einfach, wenn dieser Stiel hier oben so verkorkt ist, trocken und wie so ein bisschen Kork aussieht, dann ist er kürbisreif. Also wirklich traurig dieses Jahr. Ein paar kleine sind noch auf dem Feld verteilt, die lasse ich noch wachsen. Und dann habe ich noch 2 türkische Honigkürbisse. Die sind aber noch nicht ganz reif, kann man hier am Stiel schön erkennen. Der ist noch nicht verkorkt. Die lasse ich also noch im Feld. Und dann haben wir noch diesen Kürbis hier, Trombetta di Albenga. Unglaublich aber wahr, was aus so einem Kürbis hier werden kann. Sehen toll aus und ich bin gespannt, wie die schmecken. 2, 4, 6 plus ein paar gegessen. Also die Ernte dieses Jahr ist wirklich super schlecht. Der hier gefällt mir gut. Wer von euch kennt den Kürbis hier? Wer hat ihn schon mal gegessen? Schreibt's mir in die Kommentare, wie das Teil schmeckt. Was gibt's denn da Kleines? Dann habe ich von der Jana noch eine Frage bekommen. Da war mir peinlich. Wie viele Tomatenpflanzen habe ich überhaupt in meinem Gewächshaus? Wusste ich nicht. Musste ich nachzählen. Hier im großen Gewächshaus, da sind es 50 Pflanzen. Und wie ihr erkennen könnt, sie hängen noch voll mit Tomaten. Oder auch wieder, denn meine große Ernte hatte ich ja schon. Und hier wird noch eine zweite Ernte kommen. Und wahrscheinlich auch noch eine dritte, je nachdem, wie schnell der Frost da ist. Tomaten gehen ja wirklich immer. Und wirklich unglaublich, wie so eine Ochsenherz dann doch gut schmecken kann. Wahnsinn. Süß und saftig. Für eine Ochsenherz ganz ungewöhnlich, aber richtig gut. Das sind außerdem die Rigotti Ochsenherzen. Und hier im kleinen Gewächshaus, da habe ich auch noch 3 Tomatenpflanzen, macht 53. Ansonsten stehen hier noch viele Paprikapflänzchen, die aber nicht so doll gewachsen sind dieses Jahr. Und hier in meinem Ölförderturm, da sind auch noch so 3 Tomatenpflanzen wild aufgegangen. Liebe Jana, insgesamt also 56 Tomatenpflanzen. Und meine Erdbeeren kommen auch noch mal. Wunderbar. Wer kann jetzt im Oktober schon Erdbeeren ernten? Und süß, erdbeerig. Wunderbar. Und schaut euch das an, was die Erdbeeren noch mal tragen. Sie sind zwar klein, aber geschmacklich einwandfrei. Erdbeeren, einfach super. Meine Bohnen dies Jahr, ganz schlecht. Hier sollte alles eine grüne Wand sein, hochgewachsen. Die einzigen, die gewachsen sind, sind die Feuerbohnen hier vorne. Die kommen dafür schön und es hängen auch viele dran. Und vor allem, sie sind richtig hoch gewachsen. Schaut mal darauf. Ja, am besten sieht man es hier, der Größenvergleich. Ich bin etwa hier 1,85 Meter. Dann sind wir hier bei weit über 4 Meter. Hier bei meinem Ölförderturm, da habe ich eine ganz bestimmte Pflanze hingesetzt, nämlich die Chayote. Hier das Blatt davon. Da der Stängel schlängelt sich hoch. Alles okay, alles gut. Aber leider keine einzige Frucht. Keine Ahnung, warum nicht. Die Kleine. Und dann fange ich an, das Kürbisfeld hier von Unkräutern zu befreien. Ja, bei mir sind es Unkräuter, weil sie im Beet wachsen. Wenn sie woanders wachsen, sind es Beikräuter oder sogar Heilkräuter, je nachdem, was es so ist. Hier bei mir ist es vor allem ein Fuchsschwanzgewächs und eine bestimmte Grasart. Die müssen unbedingt raus, bevor sie sich aussamen. Denn wenn man die Samen erstmal in den Beeten hat, dann kommt im nächsten Jahr so viel Unkraut auf, da kommt man dann kaum noch hinterher. Und dann fange ich schon mal an, die erste Reihe für meinen Knoblauch zu ziehen. Die Reihe ist präpariert mit einer Schnur, damit sie gerade ist. Und ich habe mir im Rechen hier diesen Haufen an Hackschnitzeln auf die Seite gezogen. Denn die Hackschnitzel, die bei mir als Mulch dienen, sollen nie unter die Erde gegraben werden. Immer nur oben aufliegen. Und um die Erde in der Reihe jetzt zu lockern, verwende ich das hier. Das ist mein Ampferstecher. Der funktioniert hier ziemlich gut. Muss ich nur so ein bisschen rein und einfach nur die Erde ein bisschen auflockern. Das ist schon alles. Man soll ja nicht mehr umgraben.
Dazu kann man auch so eine Broad Fork hier verwenden, wie ich sie vom Sascha geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Vielen Dank nochmal. Aber mir ist die hier ein bisschen zu groß. Die eignet sich dann doch eher für größere Beete, obwohl die ja schon nicht schlecht ist, ne? Aber man braucht schon auch Kraft, denn das Ding ist schwer. Aber ich muss sagen, unkaputtbar das Ding. Verarbeitung ist richtig gut. Für so kleine Beete wie bei mir tut es aber hier dieser Ampferstecher oder eine ganz normale Grabelgabel genauso. Wenn ihr mit Hornspänen düngen wollt, wie ich es häufig tue, dann kauft euch gleich einen größeren Sack, so 20 Kilo, wie ich es hier habe, oder 25 Kilo. Denn die sind deutlich günstiger im Vergleich zu den kleinen 1 Kilo, 5 Kilo Packs und es hält ewig. Hornspäne sind ein Langzeitdünger und gleichzeitig ist Knoblauch ein Schwachzehrer. Er braucht also nicht viel. Aber so ein bisschen Hornspäne, die sind schon okay, denn es ist ein Langzeitdünger. Es wirkt ja ganz langsam. In die Reihe hier kommt mein Knoblauch Yubasha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und die Zehen sind manchmal unglaublich. Schaut euch diese Größe an. Es ist eine Zehe. Sehr schön. Kommt hier gleich an erste Stelle. Ungefähr 4 cm tief. Mein Gott, sind die Zehen riesig. Schaut euch die großen Zehen hier an. Eine Zehe. Sehr schön. So liebe ich das für die Küche. Sind nicht alle so groß, aber doch. Da brauche ich keinen Elefantenknoblauch, der mir nicht schmeckt. So mag ich das. Und denkt dran, immer hier diese Spitze nach oben und diese Wurzel hier nach unten. Genauso wie sie früher auch in der Erde waren. Knoblauch Yubasha. Die Löcher hake ich dann ein bisschen zu, dass er leicht abgedeckt ist. Und dann packe ich die Hackschnitzel wieder drauf. Damit ist das Ganze abgedeckt. Und die Wurzelunkräuter, die ganzen Unkrautsamen können nicht so schnell aufgehen. Dem Knoblauch ist es egal, der wächst da einfach durch. Hier habe ich außerdem eine Stockrose stehen lassen. Die gefallen mir immer gut im Garten, die dürfen wachsen. Und gleich daneben kommt die zweite Reihe hin, hier mein Morado. Toller Knoblauch. Gleiches Spiel wie gerade eben, Hackschnitzel auf die Seite rächen, Erde auflockern. Ein wenig Langzeitdünger, sprich Hornspäne, Oberfläche ein bisschen ankrümeln. Und hier kommt dann mein Morado-Knoblauch rein. Morado hat deutlich kleinere Zehen. Sie sind immer noch groß und schön und schmackhaft, aber viel kleiner als der von dem Yubasha. Ungefähr 4 cm tief. Und ich mache so einen Abstand von 10 bis 15 cm. Pi mal Auge. Vier Reihen Knoblauch sind es geworden, pro Reihe so ungefähr 40 Zehen, macht also irgendwann hoffentlich 160 Knoblauchknollen. An einem so einem Knoblauchzopf von mir, da hängen so etwa 20 Knollen, würde also dann nächstes Jahr 8 von diesen Zöpfen ergeben. Hier im Garten ein großer Schwarm Stare, der jetzt kurz vorm Abflug ist. Die gehen ins Winterquartier und sie fressen sich gerne nochmal hier an meinen Birnen satt, was auch völlig okay ist. Und sowas hier, das waren außerdem Insekten, wahrscheinlich Wespen. Die fressen das auch ganz gern. Insgesamt bin ich mit meiner Birnenernte dieses Jahr recht zufrieden. Der Baum hängt zwar nicht voll, aber es sind doch einige dran. Ich freue mich. Und hier habe ich einen Vogel erwischt, der das Loch reingemacht hat in die Birne, nämlich die Elster. Wusstet ihr außerdem, eine Elster ist gar nicht diebisch. Man hat mittlerweile rausgekriegt, sie klauen nichts, was irgendwie glänzt. Und dann flog noch ein wunderschöner Falke übers Rigottiland. Der hat wahrscheinlich die ganzen Stare vertrieben. Da sieht man sie nochmal fliegen, über den Rigottigarten. Kennt ihr die noch? Diese alten Spazierstöcke aus Holz? Ja, heute verwendet die kaum noch jemand. Und zum Wegschmeißen ist es mir zu schade. Zum Verbrennen als Brennholz auch zu schade. Ich habe eine Idee.
Haken. Und die unteren Teile der Spazierstöcke hier, die mit den Spitzen, die habe ich oben angeflacht. Die kann ich jetzt noch mal als Pflanzschilder verwenden. Wenn ihr die Idee gut findet, Daumen rauf nicht vergessen. Und schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Auf einer Dachlatte, das ist ein Skorpion. Naja, ein Pseudoskorpion oder auch Bücherskorpion. Der ist für den Menschen völlig harmlos. Vorne hat er zwar so Scheren, wie ein Skorpion auch, aber die sind so klein, die können die menschliche Haut gar nicht durchdringen. Bei den Bienen ist er wunderbar aufgehoben, denn er frisst auch die Varroamilben, aber man bräuchte viele, viele tausend von den Bücherskorpionen, um gegen die hohe Anzahl der Varroamilben überhaupt vorzugehen. Allein mit Bücherskorpionen ist es nicht möglich, die Plage der Varroamilben in den Griff zu kriegen. Christian hat noch Physalis geerntet, schaut mal her. Die mag ich ja total gern. Und zusammen mit Christian werde ich im nächsten Video ein Rezept machen mit dem Kürbis hier. Bleibt also dran. Und jetzt möchte ich noch Danke sagen an Raphael für ein paar Kügelchen, mit denen man solche Flaschen hier reinigen kann. So Flaschen mit einem dünnen Hals. Und du hast mir noch zugeschickt ein paar Espressobohnen. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke an alle Zuschauer, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Sonntag ist Rigotti-Tag, nicht vergessen. Ahoi sagt euer Selbstversorger Rigotti. Bis zum nächsten Mal. Ciao.